Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich hoffe, jeder von Ihnen hatte ein schönes Weihnachtsfest. Viele von Ihnen sind ja auch heute noch unterwegs, morgen, übermorgen, wenn Sie große Familien haben. Bei uns ist es ähnlich. Apropos Weihnachten, ich möchte da kurz was loswerden. Das liegt mir am Herzen. Ich möchte ganz offiziell meinen Hund Vito loben heute. Schauen Sie, viele von Ihnen, die meinen Kanal schon länger begleiten, die wissen über diverse Charaktereigenschaften meines Hundes Bescheid. Er ist nicht ganz einfach. Auf der Straße geboren, die ersten 5 Monate seines Lebens in einem Holzpferd gehalten, wurde nicht geprägt auf gar nichts. Viel Arbeit in ihn hineingesteckt, haben ihn zu 80% hinbekommen. Doch zu 100% wird mir das nie gelingen, macht nichts. Ich liebe ihn so, wie er ist. Doch er hat zum Beispiel ein Problem mit Kindern. Wenn er Kinder wo hört, möchte er weg. Wegen was auch immer. Gestern waren wir bei meinen Eltern auf Besuch und obwohl wir wirklich nur die Personen des allerengsten Familienkreises waren dort, waren wir 15 Leute. Also relativ viel los und bei den 15 Leuten waren 5 Kinder dabei. Mein Bruder ist stolzer Vater von 4 Kindern. Ich bin 4-facher Onkel und Großvater eines fantastischen Mädchens. Also 5 Kinder. Kinder und Vito geht sich nicht ganz aus. Ich rechnete also mit Schwierigkeiten, mit Arbeit, die auf mich zukommt, wenn ich ihn mitnehme. Ich hätte ihn natürlich zu Hause lassen können, doch schauen Sie, ich sage Ihnen was, feierliche Stimmung. Auch mein Bruder hatte seine Hündin Luna, die Chihuahua-Hündin mit. Ich hätte ihn ständig im Hinterkopf gehabt, wie er alleine zu Hause auf meine Frau und auf mich wartet. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich ihn dazu verurteilt, mitzufahren. Doch, liebe Zuseher, als wir dann dort waren und alle da waren, es relativ turbulent zuging, überraschte mich mein Hund zu 100%, denn ich glaubte auch bis heute, dass ich ihn zu 100% kenne und hätte, wenn es um seinen Charakter geht, meine Hand jederzeit ins Feuer gelegt. Doch gestern hat er mich eines Besseren belehrt, denn der Hund war Lichtjahre von Nervosität, von Aufregung entfernt. Der war gelassen, der war ruhig, ausgeglichen, benahm sich wie ein Gentleman à la Bonheur und gestattete es den Kindern sogar in meinem Beisein zu streicheln. Er benahm sich wirklich vorzüglich. Wir sind sehr stolz auf ihn. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. So, nun zum heutigen Video. Ich möchte Ihnen hier und heute einige Titanen, Kolosse, Giganten der Hunderassen vorstellen und einige Herausforderungen nennen, die auf Sie zukommen, wenn Sie solch einen Hund erwerben. Wir wissen ja, die schwersten Wölfe der Welt, die leben im Norden Amerikas und in Russland. Und dort hat man tatsächlich schon Rüden mit 90 Kilo Gewicht bestätigt. Also ziemlich beeindruckende Grauhunde, möchte ich sagen. Doch auch ihre domestizierten Verwandten, unsere Hunde, können da mithalten. Und diese Brocken an Wölfe gewichtstechnisch sogar übertreffen. Doch es ist auch klar, dass diese Hunde von uns derartig schwer geformt wurden. Die haben also leistungstechnisch in einem Wolfsrudel, wo derartige Wolfsbrocken vorkommen, ja, nichts verloren, die gehen da unter. Die Natur kann das viel besser, als wir Menschen das können. Aber ist nun mal so. Also, einige von diesen Titanen möchte ich Ihnen heute hier vorstellen. Es gibt noch weit mehr. Das sind alles Hunde, die dem Superschwergewicht angehören, sich häufig, nicht immer häufig, jenseits von 70 Kilo Körpergewicht bewegen können, manchmal auch an der 100 Kilo Marke kratzen und das eine oder andere Mal diese Marke auch überschreiten. Wir finden sie ausnahmslos in der großen Familie der Molosser, zu welcher auch die Herdenschutzhunde zählen, wie wir wissen. Und da beginnen wir gleich mal mit einem, und zwar mit dem Alabei. Der zentralasiatische Ovtschaker, auch mittelasiatischer Ovtschaker genannt, in einigen Teilen ehemaliger Sowjetrepubliken nennt man diesen Hund auch Wolkodaw.
bedeutet auf Deutsch nichts anderes als Wolfstöter. Doch Wolfstöter, Wolkodar werden viele Herdenschutzhunde in diesem Gebiet genannt. Ja, der Alabay hat generell nicht dieses Gewicht vorzuweisen. Also im Schnitt bewegen sich diese Hunde zwischen 55 und 65 Kilo Gewicht. Doch es gibt Linien beim Alabay, die derartige Brocken hervorbringen. Es gibt Alabays mit 90 Kilo, 95 Kilo, 100 Kilo und teilweise auch schwerere. Also, einige dieser Alabays zählen zu den schwersten Hunden auf der ganzen Welt. Wir bleiben bei den Herdenschutzhunden und gehen jetzt zu den türkischen Herdenschutzhunden. Und hier gibt es einige Linien des Kangals, und ich sage einige Linien des Kangals absichtlich, denn ich weiß, dass jeder Mensch, der in der Türkei lebt, diesbezüglich, wenn es um Namen geht, besser drauf ist als ich. Ich weiß, dass man diese Mastiff-Linien des Kangals auch anders nennt und die wieder unterteilt in verschiedene Kategorien. Doch ich nenne sie allgemein Kangals. Okay? Belassen wir es dabei. Auch der Kangal bewegt sich im Normalfall zwischen 55 und 65 Kilo. Es sind also grundsätzlich schon schwere Hunde, denn ein 60 Kilo Hund ist kein leichter Hund mehr, das wissen wir, ja, ganz klar. Aber es gibt auch Linien bei diesen Hunden, die weit schwerer sind. Hunde mit bis zu 100 Kilo, manchmal auch über 100 Kilo schwer sind, also ziemliche Giganten, Kolosse, die also ebenfalls zu den schwersten Hunderassen der Welt zählen. Rüber nach Spanien. Eine der offiziell schwersten Hunderassen der Welt ist der Mastino Español. Der Mastino Español, wenn er der Arbeitslinie angehört, wenn es sich um einen Vertreter handelt, der noch an der Herde arbeitet, wird selten so schwer werden. Das ist kontraproduktiv, ganz klar. Doch es gibt ja nicht nur Leistungslinien, es gibt auch Showlinien, und hier finden wir häufig Vertreter dieser Rasse, die an der 100-Kilo-Marke kratzen. Das sind ziemliche Kolosse. Ich kannte eine Hündin, die hatte um die 70 Kilo, war also nicht derartig gewaltig schwer, aber immer noch ein ziemlicher Brocken. Mastino Español, einer der schwersten Hunderassen der Welt, ein Gigant. Bei den klassischen Molossern, das ist ein Molosser, ganz klar, Old English Mastiff, ebenfalls offiziell einer der schwersten Hunderassen der Welt. Wenn Sie meinen Kanal schon länger verfolgen, vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video gebracht, da erzähle ich die Geschichte, in welcher ich einmal in den Genuss kam, einen 100 Kilo schweren Mastiff-Rüden am Tullner Ausstellungsgelände zu führen, während seine Besitzerin am WC war. Ein Ochse von einem Hund. Ich glaube, der Kopf allein dieses Hundes wog 30 Kilo. Wahnsinnsgigant. Ja. Der schwerste Hund der Welt, wenn mich nicht alles täuscht, war ebenfalls ein Old English Mastiff Mann namens Zorba. Ich glaube, da steht im Guinness Buch der Rekorde drinnen mit um die 155 Kilo. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Also, Old English Mastiff, ganz klar einer der schwersten Hunderassen der Welt. Ein Koloss. Der japanische Tosa Ino. Sumo Ino. Japanische Sumo Dog. Japanischer Mastiff. Ich war ebenfalls etwa 10 Monate lang im Besitz eines Rüden, der leider viel zu früh verstarb. Zählt offiziell nicht zu den schwersten Hunderassen der Welt. Auch der Tosa Ino bewegt sich zumeist zwischen 55 und, geben wir ihm 70 Kilo Gewicht. Aber es gibt Ausnahmen, recht häufig. Der Vater meines Tosas wog 86 Kilo. Ich habe mit einem Besitzer eines Tosa Ino Rüden geschrieben, dessen Hund 90 Kilo wog, und ich weiß von einem Tosa am Balkanhunden, der 103 Kilo schwer ist. Hier und da mal kommt ein Tosa Ino zur Welt, der zu den schwersten Hunderassen der Welt oder zu den schwersten Hunden der Welt zählt, der Tosa Ino. Der nächste Hund ist der kleinste von all diesen Hunden, die ich Ihnen hier heute vorstelle, der Burbul. Denn hier bewegen sich die Hunde bei Hündinnen. Hündinnen erreichen teilweise keine 70 cm Schulterhöhe und Rüden oftmals nur 72, 73, nur unter Anführungszeichen, sind keine kleinen Hunde. Ja? Aber im Vergleich zu den anderen sind sie recht klein. Doch der Burbul zählt zu den schwersten Hunderassen der Welt. Das sind Anatomie-Freaks. Ich habe absichtlich dieses Bild ausgewählt mit einem Burbul-Rüden mit extrem starken Vorderläufen, denn ich weiß nicht, wie viel Burbuls ich in meinem Leben schon gesehen habe. 50 vielleicht insgesamt. Ja.
Doch den beeindruckendsten sah ich unweit meines Wohnortes. Als der mir von der Ferne entgegenkam, verwechselte ich ihn zuerst mit einem Bullmastiff und je näher er kam, desto mehr wurde mir bewusst, zu starkknochig, zu breit für einen Bullmastiff und liebe Zuseher, das möchte was heißen. Wir alle wissen, was Bullmastiffs für Brocken sind. Ja. Dieser Bullbull hatte Vorderläufe, den ich dort getroffen habe, die waren derartig dick. Ein Vorderlauf dieses Bullbulls, das habe ich auch schon mal erzählt, war dicker als beide Vorderläufe meines Hundes zusammen bei selber Schulterhöhe. Der war nicht größer als Vito, aber sicher 30, 35 Kilo schwerer. Das sind wahnsinnig beeindruckende Hunde, sehr stark knochig, ausgestattet mit überaus mächtiger Muskulatur. Also wie gesagt, häufig werden Sie einen Bullbull mit 90 Kilo nicht treffen, aber es gibt sie. Sie zählen somit zu den schwersten Hunderassen der Welt. Aber auch der Bernhardiner, egal ob Langstockhaar oder Kurzhaar, der meiner Meinung nach anatomisch eine starke Ähnlichkeit zum Old English Mastiff vorweist. Stellen Sie sich einen Bernhardiner in kurzhaarig vor mit gelbem oder rotbraunem Fell. Kann man schon mit einem Mastiff verwechseln. Auch Bernhardiner sind Hunde, die zu den schwersten Hunden der Welt sind Kolosse, Giganten, Titanen. Auch die Hunde können bis zu 100 Kilo schwer werden und es wird mit Sicherheit den einen oder anderen St. Bernhards Hund da draußen herum rennen haben, der über 100 Kilo schwer ist. Ja, Bernhardiner, ein ziemlicher Koloss. Die nächsten beiden Hunde, die ich Ihnen hier vorstelle, das sind Hunde, die ebenfalls zu den schwersten Hunderassen der Welt zählen, die aber anatomisch gesehen weit schlanker wirken, windiger wirken als die zuvor genannten. Ich beginne mal mit der deutschen Dogge. Ja, auch die deutsche Dogge zählt da dazu. Ja, auch diese Hunde erreichen bis zu 90, 95 Kilo. Und es wird auch 100 Kilo schwere deutsche Doggen da draußen geben. Ja, stellen Sie eine deutsche Dogge neben einen gleich schweren Mastiff. Die deutsche Dogge wird immer leichter aussehen, ist anatomisch völlig anders aufgebaut. Längere Wirbelsäule, viel hochläufiger. Doch, das wären ziemlich schwere Kapazunder deutsche Doggen. Nicht immer, ganz klar, auch hier haben wir viele Vertreter mit 60, 65 Kilo dabei. Auch schwer, aber nicht super schwer. Aber es gibt die deutschen Doggen auch in super schwer. Ist so. Der nächste Hund kommt aus Pakistan, Indien. Der Sindh-Mastiff, Alango-Mastiff, pakistanisch-indische Mastiff, der Bully Kutter. Ähnlich aufgebaut wie die deutsche Dogge. Kantiger, aber ähnlich aufgebaut. Wirkt schlank, ist aber ein Superschwergewicht. Bully Kutters mit 100 Kilo laufen da draußen herum. Wahnsinn, ich schrieb mal mit einem Pakistani und mit einem Inder, die hatten auch 2 Mutanten an Bully Kutters zu Hause. Ja, das waren einige dieser Titanen, dieser Kolosse, dieser Giganten. Und ich habe mich absichtlich für die Überschrift Macht trifft auf Verantwortung und Kontrolle entschieden, weil es das Ganze einfach auf den Punkt trifft. Ich sage Ihnen was, wir haben alle das Glück, dass die meisten dieser Kolosse unter den Hunderassen mit gemäßigten Wesen ausgestattet sind. Ist so. Nicht alle, aber die meisten. Wissen schon, speziell arbeitende Herdenschutzhunde, die vielleicht einer derartig schweren Linie angehören, sind häufig mit etwas mehr Pfeffer ausgestattet. Doch zumeist sind diese Superkolosse mit gemäßigten Wesen unterwegs. Zum Glück, dann stellen Sie sich mal so ein 90 Kilo schweres Kraftpaket vor, mit dem Wesen eines triebigen vorigen deutschen Jagdterriers. Grüß Gott, Herr Kompott, kann ich da nur sagen. Und ich sage Ihnen was, selbst der Weltmeister vom Strongman-Wettbewerb, der stärkste Mann der Welt, hätte da mehr als nur ein bisschen zu tun. Ich sage Ihnen was, wenn Sie mal vorhaben, in Zukunft sich das erste Mal einen derartigen Titanen nach Hause zu holen, fördern Sie niemals einen charakterlichen Drive bei diesen Hunden. Ich bitte Sie darum, ja. Ich weiß schon, viele Leute stehen auf das, auch ich tue das. Und wenn Sie meinen Kanal schon länger verfolgen, haben Sie das eine Video gesehen, wo ich darüber rede, ja, das sind Hunde, die sind zu viel Hund für mich. Hier bespreche ich das Thema. Ich mag das, wenn ich ein gewisses Banditenblut bei meinen Hunden fördere. Doch das kann ich nur dann tun, wenn ich diese Hunde auch kontrollieren kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Hund Vito ist ein Bandit, von mir gefördert. Aus verschiedensten Gründen. Und den meisten von Ihnen sind auch die Daten meines Hundes bekannt. Ich habe die schon oft gesagt, aber ich wiederhole sie nochmal. 65 cm Schulterhöhe und 37 bis 38 Kilo schwer, also knapp 40 Kilo. Nichts Besonderes.
Liebe Zuseher, ich betreibe 4-mal die Woche Hochleistungssport seit meiner Kindheit an. Ich bin recht fit, möchte ich sagen. Wenn Vito wirklich, aber wirklich Vollgas gibt, und das ist kein schwerer Hund, ich meine, er ist nicht leicht, aber er ist auch kein wirklich schwerer Hund, dann habe ich genug zu tun. Ob Sie es mir glauben oder nicht, na klar kann ich ihn kontrollieren. Ja? Aber ich habe genug zu tun. Stellen Sie sich einen Hund mit 90 oder 95, 80 Kilo vor. Also, ich kam schon öfter in den Genuss, derartige Super-Schwergewichtler, derartige Titanen zu führen. Das habe ich auch schon erzählt. Keiner von diesen Hunden hat jemals wirklich Vollgas gegeben. Zu meinem Glück, ich sage Ihnen was. Und dennoch spürte ich diesen gewaltigen Drehmoment, den die entwickeln, wenn die mal anschieben. Ne? Also wenn die wirklich Vollgas geben, dann heißt es Ladies and Gentlemen, fasten Seatbelts. Ja? Auf Wiedersehen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Dann können Sie sich um einen Laternenpfahl binden. Also, fördern Sie niemals den charakterlichen Drive bei diesen Hunden. Tun Sie das nicht. Fördern Sie die Ruhe, die Nervenfestigkeit. Natürlich die Unterordnung, ja. Die Folgsamkeit, das ist das, worauf Sie den Fokus bei diesen Hunden legen müssen. Alles andere ist ja ein Selbstmordkommando. Denn ich sage Ihnen was, wenn Sie das tun, dann müssen Sie das Glück haben und Haus- und Gartenbesitzer sein. Denn hier wird dann höchstwahrscheinlich früher oder später, eher früher, das Argument von Ihnen kommen, ich kann mit ihm nicht mehr rausgehen, denn ich kann ihn nicht mehr bändigen. Er muss den Rest seines Lebens im Garten fristen. Ich kontrolliere ihn draußen nicht mehr. Es geht nicht. Er hat mir zu viel Power. Okay, lasse ich gelten. Doch was machen Sie, wenn Sie solch einen Godzilla in der Wohnung halten? Ja? Da sind Sie aufgeschmissen, liebe Zuseher. Fördern Sie bei solchen Titanen niemals den Drive. Das ist nur ein Tipp von mir. Und noch was. Ab 60 Kilo bei Hunden zählt jeder Kilo. Den spüren Sie. Glauben Sie mir das. Ich weiß schon, aber auch 60 Kilo und leichtere Hunde. Ich habe ja gerade von Vito gesprochen. Der hat knapp 40 Kilo. Entwickeln enormes an Dampf. Aber ab 60 Kilo Hunden, das ist meine Erfahrung, spüren Sie jeden Kilo, den der Hund mehr hat als 60 Kilo, wenn der mal Gas gibt. Das ist nur ein Tipp. Ja? Also, das war nicht alles an Herausforderungen, die auf Sie zukommen, wenn Sie sich für solch einen Hund entscheiden, ganz klar. Aber es waren für mich meiner Meinung nach das tragendste Thema. Ja? Für Sie, wenn Sie noch nie so einen Hund geführt haben. Und vorhaben, sich mal einen Hund mit 100 Kilo zuzulegen. Ja. Liebe Zuseher, das war das Video, das recht kurze Video zum Thema Titanen, Kolosse, Giganten der Hunderassen und einiger Herausforderungen. Oder die Herausforderung, die auf Sie zukommt beim Erwerb solch eines Hundes. Ja. Wir haben knapp vor Silvester, ein Video folgt noch und dann starten wir 2025 neu durch. So wirklich einen 100%igen Plan habe ich noch nicht. Es schwirrt zwar schon einiges herum. Ich habe es noch nicht gefangen und eingepackt in meine Birne, aber mir wird schon was einfallen. Da bin ich guter Dinge. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, ganz klar, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.